Was eine Bichektomie ist, kann man ganz leicht erklären. Das ist eine Entfernung des bukalen Fettgewebes. Was ist bukal? Bukal heißt Wange, also das Fettgewebe ist hier. Und der Fettkörper heißt auch Bischatscher Fettkörper, der bei Kindern, Säuglingen sehr stark ausgeprägt ist. Deswegen haben Kinder und Säuglinge schön pralle Wangen. Und wenn man dieses Fett entfernt, nennt man das Bichektomie. Der Ablauf einer Bichektomie ist folgendermaßen. Man macht diesen Eingriff in örtlicher Betäubung. Das heißt, man kommt von innen, vom Mund, im Mund geöffnet, wird in lokaler Betäubung, genau an der Stelle, wo der Fettkörper lokalisiert ist, wird ein kleiner 1,5 Zentimeter Schnitt unter örtlicher Betäubung gemacht, mit stumpfen Instrumenten präpariert, also bereitet man sich das Gewebe vor und zieht dann den Fettkörper heraus. Mit einem Elektroinstrument werden dann die kleinen Blutgefäße noch verödet, damit es keine Nachblutung gibt, und dann wird es mit 1, 2 Stichen zugenäht mit auflösbaren Fäden, sodass Fäden nicht gezogen werden müssen. Die Nebenwirkungen oder Komplikationen bei einer Bichektomie sind, dass es Nachblutungen geben kann. Man kann auch Nerven wie Anteile des Nervus facialis, des großen Gesichtsnerven, verletzen. Oder die Hauptkomplikation ist, dass man den Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse, die hier ist, dann läuft der Ausführungsgang hier in den Mund und kommt am zweiten Kauzahn raus. Den kann man verletzen, sodass man Probleme hat bei der Speichelbildung und angeschwollene Speicheldrüsen bekommt. Die Entfernung von einem Bischatschen Fettkörper oder vom bukalen Wangenfett, also dieses Wangenfett, ist nicht schmerzhaft. Man macht diesen Eingriff in örtlicher Betäubung und man hat keine Schmerzen, und der Eingriff dauert circa 30 Minuten. Die Mundregion heilt sehr gut, sodass die Frage nach der Heilung sich fast klärt. Die Schleimhaut ist ein gut durchblutetes Gewebe. Sie wird mit Fäden verschlossen, die sich auflösen, und die Heilung ist innerhalb weniger Tage bis eine Woche durchzogen. Man sollte nach einer Wangenfettentfernung auf seine Ernährung achten. Man darf zum Beispiel nicht jetzt Salzbrezeln essen oder irgendwas Trockenes, Gebackenes. Man sollte eben eher weiche Kost zu sich nehmen, dass die Fäden die ersten Tage nicht rausreißen oder verletzen, die Wunde verletzen, oder sich in der relativ offenen Wunde noch Speisereste ansammeln. Das Ergebnis nach einer Bichektomie ist so zu beschreiben: Man muss immer sich die Kinderfotos anschauen, wo wir runde Gesichter haben, die Wangen prall sind, und im späteren Alter das Fett absinkt und etwas weniger wird. Man erreicht dadurch, dass die Wangen schmal sind und dass die Wangenknochen im Verhältnis dazu höher und prominenter wirken. Das Gesicht im Prinzip hier im Wangenbereich wird deutlich schmäler. Die Haltbarkeit einer bukalen Fettkörperresektion sind dauerhaft, denn das Fett ist für immer entfernt. Darin liegt auch der absolut kritische Punkt bei dieser Behandlung. Wir sehen sehr häufig Patienten, die vor vielen Jahren sich eine Bichektomie haben vornehmen lassen und jetzt sehr unglücklich sind, weil sie schneller altern.
Viele Patienten, sogar mehr, die den Wunsch haben, Fett sich zu entfernen, wollen Fett wieder ins Gesicht haben, weil der Alterungsprozess mit einem Fettabbau einhergeht und dadurch wirkt man älter und reifer. Und auch wenn die Haut an den Wangen einfällt, gibt es dort vermehrt Fältchen, weil das Stützgewebe unter der Haut fehlt. Wir kennen das von sehr schlanken Menschen, die sehr gerne in diesem Bereich auch früh Falten entwickeln. Deswegen muss man vor jeder Entfernung des bukalen Fettkörpers den Patienten danach aufklären, dass es gegebenenfalls zu einer schnelleren Alterung kommen kann. Und ich sehe nicht selten Patienten, die dann wieder Fett eingefüttert haben wollen. Wenn wir die Frage nach Alternativen beantworten müssen zu einer Bichatschen Fettkörperresektion, Entfernung des Bichatschen Fettkörpers, kann man sagen, man kann von außen Fett auch entfernen mit einer Fettabsaugung. Dieser Eingriff empfiehlt sich allerdings nicht in örtlicher Betäubung, sondern in einem kurzen Dämmerschlaf.